Howdy, welcome to Geht nicht, gibt's nicht. Natürlich, Barbecue Leaks, seid schon richtig. Geht nicht, gibt's nicht. Ich wollte ja eigentlich einen zweiten Kanal aufmachen, eventuell, so ein reines Erklärvideo, YouTube-Kanälchen. Habe mit ein paar Leuten geredet. Ich werde es erstmal in meinem Kanal drin lassen. Mal schauen, wohin es führt. Kommentare über das Video erwünscht. Ob ihr sagt, mach einen eigenen Kanal oder für die anderen Leute ist ein Erklärvideo. Es geht zwar um Grillen, aber von den Videos, welche ich ein paar mache, da ist nicht unbedingt das Smoker dabei und das Fleisch dabei und sonst was dabei. Einfach ein paar Tricks, Tipps für euch. So, fangen wir einfach mal an. Starten wollte ich mit dem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Vakuumieren, Eiweiße, marinieren. Wenn ich da immer sehe, was da zum Teil Leute machen aus meinem Bekanntenkreis, vergesst es gibt Leute, die haben keinen Vakuumierer. Es gibt Leute, die haben nicht so einen guten Vakuumierer. Es gibt Leute, die haben zwar einen super Vakuumierer, aber der hat nur 20 cm Tütchen, wo man verschweißen kann. Man will aber jetzt zu einen Brocken verschweißen, wie das geht. Ja, für Leute, die keinen Vakuumierer haben. Dame, Strumpfhose habe ich heute Morgen gekauft. Nein, nicht für einen Banküberfall. Mit einer Dame Strumpfhose kann man wunderbar vakuumieren. Anführungszeichen. So, für alle, die es nicht interessiert, abschalten. Verspreche euch, das nächste Video gibt es wieder Burger oder irgendwas. Gibt wieder schön Feuerchen. Und die anderen, wo es interessiert, wie man die ganze Vakuumierer Sache aus meiner Sicht mal betrachtet, drauf bleiben, mitkommen. Los geht das Thema Vakuumieren, wie man einen großen Brocken, einen klebrigen Brocken, wie auch immer, in die Tüte kriegt, ohne den Rand zu versauen. Zweimal umschlagen, klar, aber dann man bräuchte 17 Hände. Keine Angst, es gibt nicht ein Brisket-Video, das ist fürs Wochenende. Hat schon wieder einen Geburtstag, da hat sich auch das Brisket gewünscht. Bloß zum Erklären, damit ich nicht da pure Luft vakuumiere. So, ein Unterlauf nehmen, ein Metzgerpapier nehmen. Entweder bei eurem Metzger des Vertrauens fahren, ob ihr so einen Bohrer haben könnt, oder 10 oder 20, oder halt irgendwo im Markt kaufen. So, und dann ist die Geschichte eigentlich ganz stressfrei. Hier runtermachen und mal Schultern, die sind immer die neueste. Entschuldigt mir. Neu. Rausziehen. Papier rausziehen. Und ihr habt einen wunderbar sauberen Rand. Ein paar kleine Brocken oder wenn ihr keine Bretsche habt oder nichts Passendes habt, was in eure jeweilige Tüte neu passt. Das Metzgerpapier nehmen, das Zeug einschlagen und ein kleines V. Ab in die Tüte, Tüte hochkant, Papier raus und ihr habt keinen dreckigen Rand mehr. So, und jetzt geht's weiter. Was mache ich mit so einer riesen Tüte? 40 cm, 45 cm, wenn ich nur einen 20er Vakuumierer habe. Geht nicht, gibt's nicht, ist das Video. Passt mal auf. Die Tüte zum Beispiel jetzt hat 45 cm. Mein kleiner Ersatzvakuumierer, ja, vielleicht euer nach, hat zum Beispiel 28 cm, was maximal neu geht. Was machen wir damit? Wie kriegen wir den da neu? Ist im Prinzip eine ganz einfache Sache.
Dann tun wir die Seiten hier einfach nur verschweißen. So, und dann haben wir hier, je nachdem wie ihr geschweißt habt, noch eine Öffnung, die auch in euren Vakuumierer reinpasst. Und da vakuumieren wir mal. Vakuumieren wir mal. Ich habe den Vorgang noch einmal unterbrochen. Hätte ich ja fast vergessen, das ist ja der erste Einsatz von der Damenstrumpfhose. Bevor man jetzt aufhängt, wie ich eben gezeigt habe, da rum zu kneten und dem Vakuumierer da zu helfen, damit die Luft rausgeht, tut euch jetzt Zeug, was ihr vakuumieren wollt, in die Damenstrumpfhose neu. Lasst entweder eine halbe Stunde liegen, die Damenstrumpfhose zieht das alles zusammen. Ist noch kein 100% Vakuum, klar, aber ihr habt welche Arbeit. Oder tut halt einfach ein bisschen kneten, überall wo ihr Luft raus habt, weil die Damenstrumpfhose sich schön anlegen. So, dann die Strumpfhose wieder ein bisschen zurückziehen, dass wir wieder zum Schweißen kommen. Und ausschalten. Lange nicht mehr gearbeitet nehmen. So, und ihr seht, wunderbar. Man kann also auch zutüten, im Zoom vakuumieren, verschweißen, Ecke abschneiden, verschweißen, hat man klar Öffnung. Und weiter geht's mit dem nächsten Trick. Weiter geht's mit der Damenstrumpf, wie auch sonst. Manchmal hat man ja Sachen zum Vakuumieren. Ja, da wollen wir ja keine Walnuss draus machen von der Größe her. Ab in einen Gefrierbeutel, ein ganz normaler. Okay, ich habe jetzt ja mal keinen gefunden. Habe ich das genommen. So, dann tue ich das neu. Dann kommt das ganze Teil in die Strumpfhose. Ihr habt es erraten. Ach ja, mit einer Hand. Ja. Ich ziehe mir nicht so oft Strümpfe an. Mal letzte. Lassen wir das Thema. So. So, und das könnt ihr mit allen Sachen machen, wo ihr sagt, der Vakuumierer mit der Pulstaste und ist mir so heavy. Natürlich ist es kein 100%iges Vakuum. 100% packt kein Vakuumierer, manche an die 98% laut Herstellerangaben, aber 100% die auch bedeuten, dass das eine Walnuss wird. Dass auch da drinnen die ganze Luft raus ist, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur Gefrierbrand vermeiden, bzw. Austrocknen vermeiden. Also, ihr seht, ganz locker. Dann zieht ihr den Strumpf wieder ein bisschen zurück. Ja, das ist jetzt die XL-Tüte, ich hatte jetzt nichts anderes, geht ja ums Erklären. Dann macht ihr hier einen Knoten hin. Dann macht ihr den weg und dann habt ihr hier das hier eingepackt. Ne, so Damenstrumpf, aber nicht, dass eure Ladies mir jetzt ein paar aufs Ohr haut. Eure Ladies mehr ein paar aufs Ohr hauen wollen, weil ihr die ganze Strümpf klaut. Die gibt es für 99 Cent im Discounter, wie auch immer. Okay, geht's weiter mit dem nächsten Trick. Das Metzgerpapier bzw. Tageszeitung, egal was er halt irgendwie ist. Anstatt da Schlippchen rummachen und zusammenbinden, die Damenstrumpfhose. Zapp. Dann mit der Blatt raus, wunderbar. Ab in die Tüte. Passt. So, ich denke mir, fast jeder oder euren Vakuumierer wird auch so einen Schlauchanschluss haben. Ich finde meine jetzt nicht. Gut, dann halt machen wir jetzt mit dem kleinen Handvakuumierer. Das sind jetzt einfach Zwiebel, getrocknete. Das sollen wir mal hier kurz vakuumieren. Was will ich euch schon mit zeigen oder sagen? Wie vorhin, Beispiel Nägelküsse vakuumieren.
mit dem Strumpf. Man kann natürlich wunderbar in Behälter Sachen vakuumieren, die nicht zusammengehen sollen, beziehungsweise Brot etc., das nicht zusammenpappen soll. Käse vakuumieren, immer ganz schwierige Sache. Bacon, die halbe Packung bleibt übrig. Vakuumieren, die Scheibe geht nicht mehr auseinander. Hier locker leicht neu. Das Zeug bleibt drin und ihr hört, Vakuum ist trotzdem drin. Die andere Geschichte ist halt mit Flüssigkeit, mit Marinieren. Ich habe jetzt einfach nur Wasser genommen. Ich kann überhaupt nicht so viel essen und will ja gerade Lebensmittel wegschmeißen, nur um ein Video zu drehen. Beim Marinieren. Stellt euch einfach vor, es wäre Marinade und Steak, Hähnchen, was weiß ich was drin. In der Tüte, der Vakuumierer zieht euch immer in der Schweißbalge, in der Vakuumierkammer die Flüssigkeit mit neu. Alles eine riesige Sauerei. Die Behälter, verschiedene Hersteller, also ich mache ja keine Werbung für einen speziellen Hersteller. Ich habe halt von dem was. Gibt es in verschiedenen Größen, rund, eckig, groß, also bis zu, glaube ich, 5 Liter. Da kriegst du halb sauer, nicht ganz, aber neu. Was passiert beim Behälter vakuumieren? Solange das zu vakuumierende, marinierende gut in der Flüssigkeit drin liegt, nicht nur aus dem Bereich hier oberhalb der Flüssigkeit wird die Luft rausgezogen, sondern halt auch aus dem Fleisch oder aus dem Grillgut, nennen wir es mal. Sobald ihr das Vakuum dann wieder löst, das ist dann wie so ein Schwamm, den ihr zusammendrückt und wieder loslasst, dann zieht die Marinade natürlich richtig schön in das Grillgut rein. Deswegen nicht während der Marinierzeit passiert die Hauptsache, da passiert auch viel. Aber der Haupteffekt ist eigentlich, sobald das Vakuum geöffnet wird und dann dieser Saugeffekt kommt, dann zieht ihr das neu. Nicht so tief, aber gleichmäßiger, wie zum Beispiel das Injizieren. Und ihr macht kein extra Löcher ins Fleisch. So, das wollen wir auch gerade mal zeigen. Ohne Ton, das ist so laut das Ding. Fertig, verschließen. Da passiert nichts. Auch hier hört ihr jetzt mal wieder Open. Ja, also wunderbar feine Sache. Wenn ihr eure Schüssel nicht jedes Mal spülen wollt, dann legt ihr einfach, bei der Runde geht es besser, erst eine Tüte, irgendwas neu, vakuumiert und dann könnt ihr es anschließend, wenn ihr es an den Tisch tragen wollt oder Grill tragen wollt, wie auch immer, macht das Vakuum raus, macht den Deckel runter und macht einen Knoten neu in eure Gefriertüte oder so einen Clip, zuklippen und dann ab. Jo, das waren erstmal die 3 Tipps, wo ich mir halt so gedacht habe, vielleicht sehe ich der eine oder andere, oh, das kenne ich noch nicht, das ist eine gute Idee. Kommen wir mal zum Abschluss von dem Katz-Video. Was ich noch so, also, Entschuldigung, ich war jetzt so in Gedanken, ich bin gerade fertig, ist ein bisschen Spaß muss sein. So, Fazit, jetzt nochmal. Also ganz im Ernst, Leute, es war einfach ein Versuchsballon. Ich weiß nicht, interessiert es Sau auf der Welt, diese Tipps, Tricks oder irgendwas. Ich habe halt mit dem Katze-Video mal angefangen, also mit dem Katze-Thema, das Vakuumieren. Das waren ja nur 3 Sachen. Ich habe andere Sachen, da gibt es wahrscheinlich 1, 2, 3 Teile draus. Mich steht hauptsächlich interessieren und im Kommentar gebt mir Feedback. Soll ich einen extra Kanal aufmachen mit geht, der gibt's nicht, angemeldet ist er ja schon. Soll ich ab und zu mal so Tricks, Tipps, geht nicht, gibt's nicht, Videos einstreuen in die normalen Grille-Videos. Daumen nach oben, Daumen nach unten, ist mir gerade egal, weil Daumen nach unten, seht ihr YouTube, die Suchmaschine auch, ne? Ist ja Interaktion, deswegen jeder Daumen nach unten, hätte ich schon beim Tipp gesagt, helft er mir ja mit. Ne? Sagt mir einfach, ey, das sind alle Hüt. Das brauchst du kaum erzählen, das hat meine Oma mir schon erzählt. Und er sagt, oh, interessante Sache, so habe ich es noch nicht gesehen, wie Markus da Welt sieht. Ja, das ist eigentlich das, was ich mit dem Video einfach mal ausprobieren will. Wenn, mal gucken, was ich jetzt auch zusammenschneide, ich mache das Outro
die Ansage im Moment, bevor ich überhaupt am Computer gesehen habe, wie viele Minuten da dabei rauskommen, wenn ich schon alle einen Scheiß rausgeschnitten habe. Wenn es unter 10 Minuten ist, dann gibt es halt noch, damit ihr ein bisschen was essenstechnisches auch seht, wie heißt das? Outtake. Ja, ich habe jetzt einen Scheiße gebaut. Ne, nicht beim Essen, aber die Speicherkarte war auf einmal voll. Und ich habe das nicht gerafft. Deswegen, die Burger haben super geschmeckt. All-in-Burger. Ja, entweder ich hänge sie nicht dran oder es gibt ein extra Video. Freut euch drauf. Markus Special All-in-Burger. Und bis dahin sage ich wie immer, so long. Markus.